Die Zahl antisemitischer Vorfälle hat drastisch zugenommen. Im vergangenen Jahr erfasste der Verband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus 4.782 Vorfälle. Das ist eine Zunahme von rund 80% im Vergleich zum Vorjahr. Mit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober haben antisemitische Vorfälle drastisch zugenommen. Der Verband registrierte 7 Fälle extremer Gewalt, 121 Angriffe und 183 Bedrohungen. Und darüber müssen wir sprechen. Im Studio Felix Klein, Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung. Herzlich willkommen. Ja, Herr Klein, ein neuer Höchststand an diesen antisemitischen Vorfällen, eine Steigerung von 80%, 13 Fälle pro Tag. Wer sind die Täter? Wir sehen vor allem eine Zunahme von israelbezogenem Antisemitismus aus dem islamistischen Spektrum, ganz klar. Aber nach wie vor auch Rechtsextreme. Die rechtsextremen Zuordnungen sind immer noch die höchste Anzahl. Und wir sehen hier, dass der Hass auf Israel Milieus eint, die sonst nie miteinander etwas zu tun haben, im Hass auf Israel, im Hass auf Juden. Und der 7. Oktober ist eine, wie wir das nennen, Gelegenheitsstruktur. Das heißt, es ist eben ein Auslöser dafür, dass Menschen, die antisemitisch denken, jetzt auch ganz offen handeln. Sie sagen, dass auch nach dem 7. Oktober die antisemitischen Vorfälle trotzdem überwiegend von der rechtsextremen Richtung kommen und nicht aus der islamistischen? So ist es nach wie vor. Insbesondere in den neuen Bundesländern ist das nach wie vor der Fall. Aber sie haben auch mit dem 7. Oktober zu tun. Es gab Poster zum Beispiel unmittelbar nach dem 7. Oktober von rechtsextremen Vereinen, wo man lesen konnte, die Juden sind unser Unglück, Israel ist unser Unglück, also diese klassischen rechtsextremen Sprüche. Aber was wir nach dem 7. Oktober eben auch sehen, ist, dass dieser islamistische Antisemitismus, der von Muslimen ausgeht, ganz manifest und deutlich ist, und darüber müssen wir sprechen. Und vor allen Dingen ist diese Judenfeindlichkeit, die sich vorher offenbar nicht geäußert hat, aber die ja mit Sicherheit schon da war, einfach unterschätzt worden? Ja, so ist es. Wir wussten oder wissen natürlich, dass antisemitische Einstellungen bis in die Mitte der Gesellschaft reichen. Da gibt es Studien dazu. Aber es ist immer weiter dazu gekommen, dass jetzt rote Linien überschritten werden. Dinge, die man früher einfach nicht machte. Also zum Beispiel das Feiern von getöteten Juden durch Verteilen von Süßigkeiten in Berlin und anderen Städten. Das sind eben Dinge, die hat man früher einfach nicht gemacht, obwohl der Israel-Hass in diesen Milieus natürlich immer schon da war. Und insofern sehen wir das jetzt ganz manifest. Wir müssen über diesen Antisemitismus, der von Muslimen ausgeht, offen reden. Und das tue ich mit muslimischen Vereinigungen, mit Moscheevereinen und bin auch sehr positiv auch angetan von den Reaktionen. Aha, das sagen Sie mal näher, was da passiert ist. Denn das war ja wirklich immer der Stein des Anstoßes auch in der Vergangenheit, dass man das Gefühl hatte, dass gerade die muslimischen Verbände das Thema nicht so ernst nehmen, wie es nötig gewesen wäre. Die kurdische Gemeinschaft Deutschlands zum Beispiel ist sehr offen, geht damit um, obwohl sie da natürlich nicht das Hauptproblem ist. Bei Kurden habe ich aber eine große Offenheit immer schon festgestellt. Aber es ist doch ein ehrliches Bemühen zumindest da. Also wir haben im Bundesinnenministerium vor einigen Wochen einen Termin durchgeführt, wo muslimische Organisationen kamen, mit der Spitze des Hauses gesprochen haben. Und da ging es auch um Muslimfeindlichkeit, aber die darf ja in keinem Fall als Rechtfertigung dafür dienen, antisemitisch sich zu betätigen. Wenn man selber diskriminiert wird, ist das natürlich absolut nicht hinnehmbar, das als Rechtfertigung zu nehmen. Und ja, über diese Dinge müssen wir sprechen, ganz offen, ohne jetzt den Populisten das Wort zu reden. Also bei den Gewalttaten ist ja völlig klar, dass natürlich die Polizei da gefordert ist. Aber bei dem, was sich abspielt, gerade auch auf Demos oder in Universitäten, das ist ja ein Großteil der antisemitischen Vorfälle. Was tun Sie da? Wie gehen Sie da weiter vor? Ja, als Regierungsbeauftragter von Berlin aus kann ich ja natürlich nicht alleine tätig werden. Wir brauchen Verbündete in den Ländern. Die meisten Maßnahmen, die zur Verfügung stehen im Kampf gegen Antisemitismus, sind ja in den Zuständigkeitsbereich der Länder, Universitäten, innere Sicherheit. Und ich habe aufgerufen, die Universitäten, dass sie Strukturen schaffen, Ansprechpersonen zu benennen, an die sich jüdische Studierende wenden, im besten Fall sogar Antisemitismusbeauftragte, wie das jetzt einige Universitäten gemacht haben, zum Beispiel die in Aachen, eine sehr gute Personalentscheidung getroffen. Und das ist sehr wichtig, dass die Betroffenen sich eben nicht alleine fühlen. Und es muss auch keine super Verwaltungsstruktur daher, sondern wirklich einfach eine Person
oder ein Büro, das sich kümmert. Dann hoffen wir, dass das sich weiter in diese Richtung schnell entwickelt. Felix Klein, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke.